liebe Freunde von Gitarren im Netz. Ja, heute gibt es wieder ein neues Video, ein neues Paket. Und wo geht es heute drum? Kassetten digitalisieren. Ich weiß nicht, wie ihr früher aufgenommen habt, aber in meiner Zeit, in den 80ern und 90ern, ja, und ja, bis in den 80er, 90ern, vielleicht sogar noch den frühen 2000ern, haben wir viele Proben, Auftritte auf Kassetten aufgenommen. Ja, und davon habe ich noch eine ganze Menge. Und hier, Retro mit Band, Probe. Mafia 1991, Neuwied. Ja, also eine ganze Menge Kassetten, aber ein Kassettendeck dort hinten, das schwächelt. Das springt dauernd raus. Also habe ich nach einer Lösung gesucht, weil am Ende des Tages wollte ich die Sachen nochmal hören, schauen, ob was Schönes drauf ist. Ja, im Alter wird man vielleicht ein bisschen nostalgisch und da habe ich eine Lösung für gesucht. Und die steckt hier drin und die packen wir jetzt mal aus. Eine CD, Audio Restaurator Pro 11, eine DVD. Zum Glück habe ich, glaube ich, noch ein mobiles DVD-Laufwerk. Mal schauen. Ja, ich habe bei Pearl bestellt. Habe ich auch noch nie gemacht. Gibt sogar einen Katalog. Und den gucken wir uns später mal an. Ja, das ist es. UCR 2200 USB Kassettenrekorder. Damit möchte ich meine alten Schätzchen digitalisieren. Wollen wir mal reingucken? Machen wir, oder? Cinch-Kabel, USB-Kabel, eine Anleitung, noch eine CD oder DVD. Naja, so teuer war es ja nicht. Tasten machen jetzt nicht den besten Eindruck, aber ein schöner Zähler. Ja, aber trotz allem, könnte doch was werden. Ja. Lassen wir uns überraschen. Bauen wir mal auf. Jo, hier haben wir jetzt nochmal den Inhalt. Wir haben Cinch auf Mini-Klinke. USB-Kabel. USB-C auf USB-A, glaube ich. Und nochmal ein ganz normales Cinch-Kabel. Dazu haben wir 2 CDs. Audio-Restaurator. Und jetzt habe ich schon ein bisschen in der Anleitung gelesen, Audacity und eine Bedienungsanleitung. Naja, die Anleitung selber ist in Deutsch und Französisch und ja, gibt eigentlich schon mal nicht viel her. Naja, Menschen unserer Generation muss man an sich kein Kassettendeck erklären, aber ich tue es dann trotzdem mal. Dann haben wir also einmal das Kassettenfach, dann einen Bandzähler, dann die Reset-Taste für den Bandzähler, die ist da, eine Betriebsanzeige, die ist hier, einen Ausschalter, ein Lautstärkeregler für die Aufnahme, Lautsprecher stumm schalten, also on, off.
sind anscheinend eingebaute Lautsprecher drin, die werden wir uns gleich mal anhören. Chrom 2, ja, wer das noch kennt, normal, Chrom 2, Metall, für die verschiedenen Bandsorten, die es damals gab. 9, die Aufnahmeanzeige, hier, und 10, die Pause-Taste. Ja. Stop, Eject, es öffnet sich langsam. Fast Forward, Vorspulen, Rewind, Rückspulen, Play und 15 ohne Funktion. Na klar, aufnehmen tue ich da nichts. Ach, guck mal an, ohne Funktion. Ja, und dann haben wir auf der Rückseite noch einmal die Cinch-Ausgänge, USB und ein Volumen. Ganz kurze Erklärung. Verwendung, Kassette einlegen und loslegen. Und hier geht es eigentlich nur darum, wie ich Audacity auf den Rechner bringe. Ich habe Audacity drauf. Bin gerade im Moment jetzt froh, dass ich mir irgendwann so ein CD, USB-Spieler, DVD-USB-Spieler geholt habe. Den werde ich wohl brauchen. Aber jetzt machen wir natürlich erstmal ein Experiment und öffnen unsere Kiste. Kassette legt man wie früher so ein. Spulen tut's. Und schon. Das eignet sich natürlich nur, um grob irgendwo mal hinzuspulen, aber es spult, es läuft. Und was ihr gerade gehört habt, war eine, weiß nicht was für eine Aufnahme meiner Band aus den End-80ern. Ja, dafür soll es da sein. Jetzt werden wir mal noch aufbauen und werden mal schauen, welchen Sound wir denn bekommen, wenn wir jetzt damit direkt mal überall reingehen. Wir gehen jetzt vom Kassettenspieler mit dem Cinch direkt in den Line-In meines BR800 und dann haben wir nämlich hier gleich das richtige Kabel dabei. Jetzt haben wir es hier oben mal auf dem Camper drauf platziert, weil ich schon gemerkt habe, wenn ich vorspüle, hat man ein bisschen Geräusch. Das sind jetzt die Monitorboxen, die dahinter sind. Hoffentlich fliegen jetzt die Bänder nicht weg. Ich kann hier ein bisschen einleveln. Ja, hier kann ich noch das Band einstellen. Speaker Mute on, Speaker Mute off. Das war natürlich auf. Hier hört man gleich einen Unterschied. Normalband. Ich habe jetzt noch ein EQ mit drauf. Ja, eine Live-Aufnahme
aus den späten 80ern. Ja, das könnte doch Spaß machen, oder? Die alten Aufnahmen nochmal zu digitalisieren. Ich glaube, das wird mir gut gefallen. Ich muss noch einen Rechner kriegen. Audacity, ja, ich weiß nicht, wer es kennt. Jetzt kommt wieder meine Softwareangst. Aber eigentlich müsste das funktionieren. Gut, schauen wir mal, ob wir nachher auch die Programme noch drauf kriegen. Ja, das Aufspielen der Software hat einwandfrei geklappt, war überhaupt nicht schwierig. Ich habe es jetzt Audacity hier hinten drauf, hier sieht man, oder ich blende es euch jetzt mal ein, einen weiteren Song, den ich digitalisiert habe. Da kann man jetzt noch ein bisschen rumspielen. Ich habe hier ein bisschen Hall, ein bisschen EQ drauf und ja, das hört sich aber dann eigentlich auch schon ganz gut an. Ja, ich finde schon, das lässt sich gut machen. Ja, für 65 Euro, nein, 68 Euro mit Versand, 70 Euro für den kleinen Kassettenspieler. Der ist nicht die super Hi-Fi-Qualität, ist klar, waren Kassetten noch nie und selbstgemachte Aufnahmen, wisst ihr aus dem Proberaum alle selber, die sind hochdynamisch. Da muss man übrigens am meisten drauf aufpassen, dass man erstmal die Stelle sucht, die die höchste Aussteuerung hat. Ein bisschen probieren, ein bisschen privater Toningenieur spielen und schon klappt es. Ich glaube, das Gerät hält die paar Kassetten durch, die ich digitalisieren will. Weiß ich, 50 Stück oder 60, mal gucken. Ja, es ist nicht von der besten Qualität, habt ihr ja gesehen, aber wenn ihr kein echtes Tape-Deck mehr habt, das ging natürlich auch, ja, das könnt ihr genauso nehmen, aber wenn ihr kein echtes mehr habt, wollt keine Hunderte von Euro ausgeben, so könnt ihr es machen, die Qualität für alte Bänder aus dem Proberaum reicht da allemal aus. Ja, liebe Leute, das war's auch schon und wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch und wenn ihr es gut fandet, einen Daumen hoch, ein Abonnement wäre natürlich die Krönung. Ansonsten bis bald, euer Toko.